Hi, ich bin Lucy und heute möchte ich dir ein paar Anregungen mitgeben. Es soll nämlich um minimalistische Hobbys gehen, die kein oder fast kein Geld kosten und wenig bis gar kein Equipment benötigen, sodass man sie nicht nur immer, sondern auch beinahe überall ausführen kann. Auf meinem Kanal lade ich noch viele weitere Videos über Minimalismus hoch, aber auch Dinge rund um den Haushalt und Achtsamkeit im Leben wirst du hier finden. Wenn du also gerne mehr von mir sehen und hören möchtest, abonniere gerne meinen Kanal und lass mir gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefällt. Das hilft mir, meinen Kanal weiter wachsen zu lassen und ich freue mich immer super über Feedback und weitere Ideen und Vorschläge. Nun aber zum Video. Da wäre als erstes einmal das Singen. Vermutlich tut das sowieso jeder in der einen oder anderen Situation, ganz vorne dabei natürlich in der Dusche. Warum aber nicht auch einfach so mal ein Lied einstudieren und singen? Vielleicht überlegst du dir sogar eine Performance dazu und studierst diese ein. Das führt mich auch schon zu Hobby Nummer 2, nämlich dem Tanzen. Auch dazu brauchst du nichts außer dir selbst und dem Boden unter deinen Füßen. Für Anregungen steht uns die breite Welt des Internets zur Verfügung, in der man sämtliche Moves, Tutorials und ganze Choreografien findet und einfach nachmachen kann. Neben dem Spaß, den man dabei hat, bleibt man dabei auch noch richtig fit. Und beim Thema Fit darf natürlich ein ganz großes Hobby nicht fehlen, nämlich Sport ganz generell. Ob du dich in einem Verein anmeldest und dort Volleyball spielst, joggen gehst, Springseil springst oder zu Hause ein Homeworkout machst. Die Möglichkeiten sind schier unendlich und damit tust du deinem Geist und Körper auch noch richtig gut. Zwar kosten Vereine meist Geld und auch ein Springseil oder eine Sportmatte müssen erst einmal gekauft werden, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall jedem möglich, auch ohne Geld fit zu bleiben und Spaß an der Sache zu haben. Auch spazieren gehen ist ein super schönes Hobby, bei dem man viel an der frischen Luft ist, sich bewegt und einfach die Gedanken kreisen lassen kann. Wenn du also mal kurz davor bist, vor Langeweile umzukommen und es nicht gerade in Strömen regnet, schnapp dir deine Schuhe und dreh eine Runde. Ein weiteres damit verbundenes Hobby sind spielerische Aktivitäten, mit denen du durch das Spazierengehen verschiedenen Zielen entgegenfieberst. Als Beispiel solche Apps wie Pokémon Go oder Geocaching, bei denen man durch die Gegend spaziert und dabei viele verschiedene Dinge entdecken kann. Voraussetzung dafür ist in vielen Fällen aber ein Smartphone und eine Internetverbindung. Aber ich denke, die Altersgruppen, die davon angesprochen werden, haben das in der Regel. In der heutigen Zeit, in der auch fast jeder Internet und irgendwie ein Gerät hat, um Videos anzusehen, kann man sich auch das Hörbücher oder Podcasts hören zu einem Hobby machen. Es gibt genug kostenloses Material, alleine auf YouTube, mit dem du dir dein ganzes Leben füllen kannst. Wer einen Laptop oder PC hat, kann sich außerdem einmal daran versuchen, ein Buch zu schreiben. Zur Not tut es da auch ein Stift und Papier, um mal seiner ganzen Kreativität Freiraum zu lassen und seine ganz eigenen Geschichten zu erfinden. Ich habe als Kind schon davon geträumt, einmal ein Buch zu schreiben. Und wer weiß, vielleicht wird es ja auch irgendwann mal soweit sein. Ein meiner Meinung nach etwas spannenderes Hobby, das gar nicht so bekannt ist, vermutlich weil es eigentlich gar kein Hobby ist ein Gedächtnispalast. Ich finde, dass die ganze Aufmachung super als Hobby umgesetzt werden kann, aber mal ganz abgesehen davon bringt eine solche Gedankenleistung auch persönlichkeitsmäßig einen riesigen Vorteil. Beim Gedächtnispalast geht es nämlich, ganz grob gesagt, darum, sich im Kopf eine Art Palast aufzubauen und einzurichten, in diesem man sich über sein ganzes Leben hinweg Informationen ablegen kann, mit dem Ziel, diese nicht mehr zu vergessen. Das kann vor allem in der Schul- und Unizeit tolle Resultate bringen, da es auch eine Lernmethode ist. Falls es für dich total abgespaced klingt, aber du es interessant findest, informier dich einfach mal darüber. Mein Leben hat es enorm bereichert. Wo wir schon bei Köpfchen sind, wer sagt denn, dass Bildung kein Hobby sein kann? Ich bin so aufgewachsen, dass mittlerweile in mir drin schon diese Annahme verankert ist, dass Bildung anstrengend, ätzend und etwas ist, das man nicht unbedingt freiwillig machen will. Das ist nicht zuletzt unserem Schulsystem zu verdanken, das uns nur belohnt, wenn wir fleißig pauken und gute Noten schreiben. Aber das ist falsch. Auch wenn Schule und Lernen ätzend ist oder war, im Hier und Jetzt gibt es so viel Wissen, das man sich aneignen kann. Bildung kann auch total Spaß machen. Du träumst davon, viele verschiedene Sprachen zu sprechen,
damit du sämtliche Menschen verstehst und dich unterhalten kannst? Dann lerne eine Sprache. Lerne mit Apps, mit Musik oder was dir noch einfällt und sieh dein Ziel vor Augen. Du musst das nicht tun, aber wie spaßig wäre das, wenn du heimlich andere Leute belauschen kannst? Verknüpft mit dem Resultat und nicht dem Weg dorthin, kann auch Lernen Spaß machen. Falls du glaubst, nicht so sprachbegabt zu sein oder nicht so das Interesse daran hast, dann überlege, was dich interessiert. Findest du vielleicht das Mittelalter spannend, schaust gerne Dokumentationen über Dinos oder Tiere? Dann bilde dich in eine dieser Richtungen und erfreue dich an deinem gewonnenen Wissen. Was leider auch nicht gelehrt wird, aber meines Erachtens super wichtig ist, ist der Umgang mit Geld. Geld regiert nun einmal die Welt und ohne geht es nicht. Wenn dir keiner hilft, darfst du nicht verloren sein. Vielleicht hast du Freude daran, dich zu informieren, wie du Geld anlegen, investieren und vermehren kannst, interessierst dich für Aktien, ETFs oder Immobilien. All das wird dir definitiv später einmal weiterhelfen, sodass du nicht nur ein spannendes und interessantes, sondern auch noch richtig wichtiges und hilfreiches Hobby damit haben kannst. Noch ein Hobby, mit dem man auch noch Gutes tut, ist es, ein Ehrenamt anzunehmen. Es gibt viele Stellen, in denen helfende Hände tatkräftig gesucht werden. Auch das kann man als Hobby etablieren und sich regelmäßig darauf freuen. Man trifft immer wieder Menschen, die es tun, und vielleicht hast auch du es in deiner Kindheit den ganzen Tag getan. Gelesen. Wann kam das eigentlich, dass ich aufgehört habe zu lesen? Ich weiß es nicht. Aber ich bin traurig, dass es so war, und daher habe ich vor ein paar Jahren wieder damit angefangen. Auch hier, wenn du keine Geduld für Romane hast oder sie dich langweilen, probier's doch mal mit Sachbüchern. Im günstigsten Fall mit einem Block und einem Bleistift, im teureren Fall mit vielen verschiedenen Farben und Pinseln. Das Malen. Ein eindrucksvolles, beruhigendes und schönes Hobby, bei dem man runterkommen und dabei noch tolle Dinge erschaffen kann. Wenn du noch nie gemalt oder gezeichnet hast, würde ich dir empfehlen, dir ein Skizzenbuch, einen Bleistift, beispielsweise in 2B, einen einfachen Spitzer und ein Radiergummi anzuschaffen. Damit bist du erstmal gewappnet und kannst zahlreiche Übungen und Illustrationen kreieren. Damit verknüpfen kannst du das Hobby Musik. Ich denke, die meisten Menschen haben irgendeine Art von Musikstil, den sie gerne hören. Wenn du gerade deinen Kopf nicht anderweitig brauchst, setz dir Kopfhörer auf oder mach dir die Musik laut an und hör einfach zu. Oder mal dabei oder putz dabei deine Wohnung. Mit Musik macht alles gleich viel mehr Spaß. Du bist gerne kreativ, weißt aber nicht so recht, wo du kreativ sein sollst? Wie wäre es mit verschiedenen DIY-Projekten, Bastelideen oder einem Bullet Journal? Ideen und Inspirationen dazu findet man zuhauf und auch da kann man stundenlang drin versinken und entspannen. Eigentlich jedes Kind tut es gerne. Es gibt die verschiedensten Motive und du kannst hier alles, was du magst, puzzeln. Puzzles sind nicht teuer. Es gibt sie in den verschiedensten Ausführungen und mit allen möglichen Bildern. Es hat einen meditativen Charakter, einem Puzzle beim Vervollständigen zuzusehen und ist ein tolles Gefühl, wenn es am Ende fertig ist. Wenn man mag, kann man es auch aufhängen und hat dann noch ein tolles Deko-Element in der Wohnung. Auch nicht ganz kostenlos, aber nur mit einer einmaligen Anschaffung verbunden ist, ein Instrument zu lernen. Auch hier braucht man heutzutage nicht mehr zwangsläufig Unterricht, sondern nur ein bisschen Disziplin und Internet, um sich Tutorials oder Übungen anzusehen. Gebraucht findet man verschiedene Instrumente günstig, beispielsweise Keyboards oder Gitarren. Wer sein Hobby aufgegeben hat, hat teilweise schon viel Zubehör gekauft und wenn du Glück hast, ergatterst du dir günstig eine kleine Liebe für dein Leben. Je nach deiner Lebenssituation tust du es vielleicht schon, denn man braucht Essen zum Überleben. Das Kochen oder Backen oder Einlegen. Das Tolle am Essen ist, dass es Luxus und Notwendigkeit in einem ist. Und man kann total viel über die Zubereitung und Konservierung von Essen lernen und viel Spaß daran haben, sich auszuprobieren und anderen leckere Dinge zu zaubern. Grün ist meine Lieblingsfarbe und ich kenne nichts Grüneres als die Natur. Viele haben bereits unzählige Zimmerpflanzen. Andere denken vielleicht, dass sie keinen grünen Daumen haben. Gartenarbeit kann ein tolles Hobby sein und auch die Vermehrung der Zimmerpflanzen kann unheimlich viel Spaß machen. Sich damit zu beschäftigen, wie man aus einer Pflanze mehrere züchten kann
oder dabei zusehen, wie aus einem Samen ein richtiges Leben wächst. Auch wenn du vermutest, keinen grünen Daumen zu haben. Es gibt pflegeleichte Blümchen, die nicht viel Arbeit bedürfen. Außerdem bieten diese Pflanzen tolle Motive, um mit dem nächsten Hobby anzufangen, der Fotografie. Fast jeder hat ein Smartphone, günstige Kameras findet man heutzutage auch oft genug. Nicht nur das Knipsen an sich, die Hintergründe, die Positionierungen, auch die Bildbearbeitung danach kann ein tolles Hobby werden, das sich sogar zu einem Beruf ausweiten kann. Und damit komme ich zum letzten möglichen Hobby, das ich vor kurzem selbst für mich entdeckt habe. Videos drehen. Du hast etwas, das du gerne mit der Welt teilen möchtest, dann fang an. Aller Anfang ist schwer, aber du findest alles, was du brauchst, um zu starten, im Internet. Vielleicht ist auch das ein tolles Hobby für dich. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest ein bisschen Inspiration für dich mitnehmen. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, welche Hobbys du hast und welches dir am besten gefallen hat. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.